Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch erneut einen Ausschnitt aus unserem Leben in Peru, im peruanischen Bergregenwald. Es gab im letzten Video ein paar Fragen zu unserem Fahrzeug. Also generell gesagt, in Peru, da gibt es die sogenannten Motocars. Das ist ein Dreirad, was betrieben wird von einem Motor eines Motorrads. Das wird hier in Peru umgebaut. Und wir haben uns unser Fahrzeug aus Lima bestellt. Ist offiziell zugelassen für 6 Mitfahrer, also nicht Mitfahrer, sondern Insassen. Und wir haben das Ganze umgebaut, sitzen jetzt auf einer Sitzbank und die zweiten Zusatzsitze sind rausgeflogen, damit wir mehr Ladefläche haben. Genau, es hat auch mal jemand was wegen Kosten gefragt. Also so ein Fahrzeug gibt es ab 10.000 Soles und ja, je nach Ausstattung dann halt eben mehr. Mama, ich habe heute wieder geträumt, dass ich fliege. Ich freue mich fast immer. Wir kommen jetzt gleich nach San Antonio rein. Das ist, glaube ich, auch schon eine Stadt und danach kommt dann schon Tarapoto wird dann danach als große Stadt folgen. Auf der linken Seite hier, da ist der Plaza de Armas von San Antonio. Das ist ja so ein Stadtplatz, wo auch öfters Veranstaltungen stattfinden zur Weihnachtszeit. Ist da auch oft geschmückt und dann, wenn es kleine Festlichkeiten gibt, wird dieser Platz dafür genutzt. Hier seht ihr jetzt einen Teil der Bergkette, wo wir uns befinden. Und wir müssen, um nach Tarapoto zu kommen, noch weiter hinunter. Und so können wir auch hier unser Fahrzeug einen großen Teil der Strecke sogar ausschalten und im Leerlauf einfach den Berg hinabrollen lassen. Da haben die Kinder auch mal ganz viel Spaß und sagen, juhu, juhu. Da kommt gleich nochmal eine richtig schöne Aussichtsstelle.
Dort unten ist Tarapoto. Jetzt macht mein Handy nicht mehr schwer. Alles neblig heute. Unser Fahrzeug. Ui. Schneller! Ja, wir brauchen etwas Schwung, hä? Ja, die grüne Fläche ist der Flughafen da hinten. Zwischendurch kam auch nochmal die Frage auf, ob wir wirklich in Deutschland waren. Ja, wir waren in Deutschland für 13 Monate und wir haben damals in Peru uns dafür entschieden, aus familiären Gründen, und haben dann ziemlich schnell alle Segel abgebrochen, alles stehen und liegen gelassen, sind nach Deutschland. Und nachdem wir jetzt dort alles, was wir tun konnten, getan haben, haben wir uns wieder dafür entschieden, zurück nach Peru zu kehren, und somit sind wir jetzt an einem neuen Ort und fangen praktisch nochmal bei Null an. Hier auf der linken Seite seht ihr übrigens das bearbeitete Gelände von dem Kumbasa, also da gibt es eine Mauer, die gezogen worden ist aus Flusssteinen in so ein Gitter hinein, um dann ja, das Gelände zu schützen, dass es nicht weiter wegbröselt. Aktuell ist der Wasserstand noch sehr niedrig, aber die starke Regenzeit beginnt jetzt auch bald. Die Fliegekraft besitzt, darf zugucken, aber der nicht die Fliegekraft besitzt, darf nicht zugucken. Das ist genauso. Ich muss mehr gucken. Mit Tarapoto als Einkaufsmöglichkeit haben wir jetzt größere Wahlmöglichkeiten, wo wir einkaufen wollen. In Aukayaku waren wir hauptsächlich auf Märkten unterwegs. Und hier haben wir auch einige Supermarktketten, und wir schauen dann, was wir an welchem Standpunkt am besten bekommen. Bestimmte Dinge gibt es auch in den großen Supermarktketten nicht, da muss man dann zu anderen Orten fahren, und somit dauert der Einkauf meist auch etwas länger, bis wir, ja, sag ich mal, die Einkaufsliste abgearbeitet haben. Und hier in Tarapoto ist es meistens auch sehr heiß. Das Hauptverkehrsmittel ist, wie gesagt, das Motocar oder das Dreirad, kann auch im Waggon sein mit Ladefläche. Ihr seht hier allerdings auch Autos, und leider ist es hier so ein bisschen nach dem Gesetz, das Größere gewinnt, und dementsprechend verhalten sich auch oft die Autofahrer oder LKW-Fahrer um einen Wert gerne mal so ein bisschen an die Seite gedrängt. Wir versuchen jedoch relativ früh immer in die Stadt zu kommen. Erstens mal ist es dann noch nicht ganz so heiß, und zweitens ist etwas weniger Verkehr. Wir haben ja bereits in der Vergangenheit in Paraguay gelebt und waren, wie gesagt, auch andererorts in Peru schon. Und irgendwie ist es typisch für Südamerika, was wir bislang erfahren haben. Hier auf der rechten Seite sind nämlich zum Beispiel viele Ersatzteile, die man kaufen kann fürs Auto, fürs Motorrad. Und die reihen sich dann so aneinander. Und in der anderen Ecke von der Stadt gibt es zum Beispiel viel Kleidung. An der anderen Ecke gibt es so, ich würde mal sagen,
Naturläden, wo man so Heilpflanzen kaufen kann. Das reiht sich alles so ein bisschen aneinander. Ja, wir kommen jetzt gleich zum Markt an, wo wir schon mal die ersten Besorgungen machen. Geh mal da hoch. Wir machen jetzt gleich schnell. Wie schnell? Ja. Die armen Hühner. Ja. Tamarinde? Tamarinde? Nein, haben die Bäume schon. Oder rote Eier. Mal fragen, was sie kosten. Weil die roten Bäume ist nicht so lecker. Ja, die sind noch rot innen drin. Ja, die Hier, die Pflaumen. Haben wir schon lange nicht mehr gegessen. weiß ich nicht. Die schmecken gut, die Pflaumen. Die habe ich euch 2 Bäume da geschickt jetzt. Von den Pflaumen? Ja, ich kann reingehen. Die hast du nie aufgegessen, wenn die Sternfrüchte essen. Das sind Da ist Sauersack, ja. Kamu Kamu haben sie? Ja, weiß ich nicht. Nee. Nö, das geht ja nicht. Ich kann die nicht einfach entsaften. Nee, ich habe die gekocht damals und dann passiert. Sternfrucht haben, aber Nein, nö, ist sie auch nicht. wenn dann bloß für zu Hause. Nee, möchte ich nicht, Anja. Und dann in deine Hand Du weißt zu. doch gar nicht, wie sauer die ist. Vorher weißt du es doch gar nicht, wo du nicht reingebissen hast. Cora, du auch noch nicht. Ja, ich weiß es eben nicht und dann habe ich sie in der Hand und muss ich sie essen. Will ich aber nicht. Sauersack ist ja eigentlich. Ah, todo. Ah, diferentes. Draußen müssen wir dann mal gucken. Draußen? Jetzt gehe ich draußen, dann bitte. Ich komme. Was möchtest du? Ein Vogel. Willst du einen Vogel? Ein Vogel in ein Käfig. Ja. Hier will ich rein. Also rein. Welche Papagei angucken? Sieht süß aus. Ist schön, oder? Ja, noch ist es nicht so weit, dass wir die Früchte von unserem Grundstück ernten können. Deswegen, wie gesagt, zwischendurch mal in die Stadt, um einzukaufen. Die zukünftigen Videos sollen schon mehr sich darum drehen, wie wir jetzt wieder bei Null anfangen, etwas zu bauen und erschaffen auf dem Grundstück. Aktuell sind wir noch in unserem Mietshaus in San Roque und deshalb kaufen wir halt jetzt erstmal die meisten Lebensmittel ein. Das ist jetzt übrigens so eine Straße hier, gerade sowas wie eine Feria, wo sie sogar, ja, so, ich sag mal, Menschen kommen, die kein festes Lokal haben und ihre Kleidung anbieten.
Ja, an dieser Stelle möchte ich euch verabschieden. Lasst gerne einen Kommentar da, schreibt eure Erfahrungen aus Peru oder Südamerika, teilt uns eure Fragen mit, sendet uns eure konstruktive Kritik und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo auch immer ihr das gerade anhört. Ihr könnt ja mal schreiben, woher ihr gerade alle kommt und dann bis zum nächsten Video. Alles Liebe, tschüss!